E901. Schon mal gehört? Ihr wisst ja, dass ich relativ viel selber mache, viel koche, viel verarbeite von meinem Gemüse aus dem Garten, möglichst wenig im Supermarkt einkaufen, aber so ganz ohne geht's dann doch nicht. Und jetzt ist mir ein Lebensmittelzusatzstoff untergekommen, besteht aus Myrizin, ein Gemisch aus Estern langkettiger Alkohole, Hentriacontanol und Palmitinsäure, Myrizylester, freie Kerotinsäure, Melicinsäure und gesättigte Kohlenwasserstoffe. Was ist in unseren Lebensmitteln denn alles drin? Zum Beispiel hier in solchen Gummibärchen oder als Überzug auf unserem Obst oder auf Kaffeebohnen. Ja, alles halb so wild. Es geht um das hier. Das ist Bienenwachs. Das haben meine Bienen produziert hier. Es ist also so ein Überzugmittel und ein Trennmittel. Luzi. Ah, und es riecht gut nach Wachs. Aber reine, ja Schatzele. Luzi, was ist denn mit dir los? Willst du rein? Ich komme ja schon. Ja, du Kleine. Oh, regnet's draußen? Draußen ist Schiedwetter, es regnet, aber es ist so wichtig für unsere Pflanzen, für unsere Gärten, für unsere Wälder. Man sieht es immer noch, wenn man in die Wiese guckt, es sind immer noch so Risse drin. Der Boden ist immer noch nicht gesättigt, obwohl es schon ein paar Mal geregnet hat. Und für die Katze Luzi, aha, die mag lieber rein bei so einem Wetter. Gell? Ja. Was haben wir denn hier noch liegen? Bisschen Saatgut. Ah ja, Petersilie, Neuseeländer Spinat, Zuckerhut, wird alles noch ausgesät. Kleine. Ja, und in dem Video geht es eben genau hierum, um dieses Wachs, was man damit alles machen kann. Aber in erster Linie, wie bekomme ich so einen Wachsblock hin? Er riecht auch gut. Herman the German. Und bei mir ist wieder Hermann. Hermann kennt ihr schon. Hermann war viele Jahre Imker, kennt sich sehr gut aus, weiß jeden Handgriff. Wie viele Jahre hast du geimkert? Ach, vielleicht 30, 40 Jahre. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Also bist schon aber voll drin gewesen. Ja, ja. Und so muss das Wachs dann aussehen. Du kratzt die obere Schicht ab. Ja, ne? aber das ist noch nicht, da muss ich noch ab, das muss so gelb werden wie das. Und das ist alles noch so Schwebteile sind da noch drin. In dem da. Ja. Man sieht es ja da noch. Aber das kratzt ab, bis das so schön gelb ist. Das Wachs kommt aus dem Sonnenwachsschmelzer, ist noch ordentlich dreckig und hier wird es gereinigt. Mit Wasser auf so einem Gaskocher. Wie es funktioniert, zeigen wir euch gleich. Am besten ein weiches Wasser verwenden. Wir haben eine Entkalkungsanlage, also kein hartes Wasser, wenn es ihr aus der Leitung habt. Vielleicht habt ihr sauberes Regenwasser. Hier in meinem Bienenschrank alles Zubehör für die Bienchen. Da lagere ich meinen Wachs oder hier. Und sobald ich dann Zeit habe und dazu komme, schmelze ich es ein und mache es sauber. Hopp. Und wie immer Deckel drauf. Verwendet auf jeden Fall irgendwas Altes, denn das Wachs kriegt ihr nie wieder ordentlich weg. Hier überall Wachstropfen dran. Das ist so ein ganz alter Einkochtopf, dafür ideal geeignet. Ich selber habe ja meinen eigenen Wachskreislauf, das heißt, ich kaufe nichts von außen zu. Ganz einfach aus dem Grund, es wird immer noch rumgepanscht. Mit Stearin oder Paraffin wird das relativ teure Bienenwachs gestreckt, einfach um mehr Geld zu machen. Wir Menschen sind schon ganz schön gierig manchmal. Früher wurde es auch schon gemacht, im 14. Jahrhundert habe ich gelesen, wurde es auch schon gestreckt mit allem Möglichen, Hauptsache um das Volumen, um das Gewicht zu vergrößern, um mehr Kohle zu machen. Aber deswegen, ich schaue, dass ich nichts zukaufe von außen, dann bin ich sicher, mein Wachs ist rein, hat kein Stearin oder Paraffin enthalten. Die Bienen, die nehmen das Wachs dann zwar an, aber die Larven, die sterben dann mit der Zeit darin ab, weil Stearin, Paraffin sind erdölbasiert und das gehört da einfach nicht rein. Deswegen
Eigener Wachskreislauf ist wichtig, dann weiß man, was man hat. Und deswegen kann ich auch keinen Bienenwachs verkaufen. Ich habe einfach nicht genug. Mir reicht es gerade für die eigenen Bienen. Ich stelle daraus ja wieder Mittelwände her. Oder ich mache daraus Kerzen oder Bienenwachstücher oder meine Salbe. Wie man Kerzen gießt oder zieht, schaut in dieses Video rein. Hermann, was schätzt du, wie viel Kilo hat der? 2,5, 3 Kilo. Okay. Muss man den dann nochmal einschmelzen oder reicht's dann? Nein, das ist jetzt vollkommen. Man darf den nicht zu oft einschmelzen, weil sonst geht das Aroma von Propolis verloren. Und dann nehmen die Bienen das Wachs nicht mehr gerne an. Guter Tipp, okay. Mhm. Ja. Aber du kratzt es jetzt ganz sauber. Ja, das muss schon sauber sein, dass kein Satz mehr drauf ist. Gut. Da kommt es jetzt gelb raus, das ist okay jetzt. Mhm. Das hier ist ja die Unterseite. Es war so drum, so in der Richtung im Topf drin. Und mit der Zeit haben sich die ganzen Schwebstoffe nach unten gesetzt, beziehungsweise das Wachs, weil es leichter ist als Wasser, nach oben. Ah, da sieht man es. Das ist die Oberseite. Ah, schön, ne? Richtig schön. Das ist wie die keltische Goldscheibe, die du jetzt gefunden hast. Genau. Das, wenn Gold wäre, Florian, da wären wir reich. Ja. Und die ganzen Reste, die du hier wegkratzt, die kommen natürlich gleich wieder mit. Die tue ich mit rein, weil in da den ist ja Topf. immer noch Wachs drinnen. Und das wird halt nochmal mitgeklärt. Und nachher, zum Schluss ist halt dann nur noch Satz. Und den tut man dann in den Garten schmeißen oder in den Kompost. Spielt keine Rolle. Das zersetzt sich dann, weil das ist ja mehr oder weniger Schmutz, was da drin Ja, ist. aber das hier, Das ist ist Wachs ganz drin. viel Man Wachs, sieht, merkt dass man, das spürt man ja. auch. Ne? Man Ja, kann es richtig ja. kneten, Genau. kommt natürlich wieder zurück. Genau. Da in den Topf. In den Schmelztopf, ja. Ich habe jetzt auf kleinste Stufe gestellt und man sieht, es kocht schon. Und jetzt machen wir den gröbsten Schmutz hier mit so einem Sieb weg. Ne? Prinzip, ja. Das sind die Nymphenhäutchen, die müssen einfach raus. Das ist einmal das Wichtigste zuerst. Wunderbar. Das geben wir jetzt auf eine Folie, ganz einfach aus dem Grund. Man sieht, da ist schon noch ein bisschen Wachs mit drin. Das werde ich dann noch mal einschmelzen, den Rest Wachs rausholen einfach. Wachs ist viel zu wertvoll, als dass man es auf den Kompost mitschmeißt. Jetzt sieht es schon ganz gut aus, ne? Ja, das macht sie schon gut. Wichtig ist, dass die Schwebteile an der Oberfläche alle weg sind, also diese Nymphenhäutchen. Nymphenhäutchen, ja. Das, was unten jetzt noch ist nicht so schlimm. Das sinkt dann eh zu Boden. Das ist sowieso unten schon im Wasser und das ist gar kein Problem. Da ist noch ein bisschen was. Das Dann macht kommt wieder der Deckel drauf. Genau. Und dann heißt es abwarten. Und ein Handschuh drauf, dass die Bienen Wärme nicht drin. reinkommen. Dass die Bienen nicht reinkommen und dass die Wärme ein bisschen drin bleibt. Genau. Und jetzt dürfen sich so ganz langsam die Schwebstoffe nach unten bewegen. Ja. Deswegen hier auch nicht mehr bewegen, nicht rütteln, nicht rumtragen, einfach stehen lassen. Wohl, also sagen wir mal grüß Gott. Die wollen auch begrüßt werden. Vorsicht. Ja, ja. Schöne Biene. Das ist eine wunderschöne Carnica. So was liebe ich. Da. Jetzt schauen wir mal, wie es da ausschaut da drinnen. Ich sehe schon, das ist ein Drohnenbau. Weißt du, ich trinke ein bisschen so ein Nackel. Das ist bei mir einfach. Ja. Du hattest ja eine Herz-OP, darf man das sagen? Ja, ja. Ja. Da siehst du, das ist auch. Die kannst du ruhig raus, da die Sachen. Die Drohnenschlacht wird vermutlich schon begonnen haben. Und jetzt braucht man die Jetzt braucht man die Drohnenwaben nicht mehr. Nee. Und ich nehme den mal, um den Vergleich zu zeigen. Drohnenwabe und Das ist normale. auch ein normal. Hier sieht man jetzt schön den Unterschied. Das hier ist Drohnenbau, recht große Zellen. Das hier sind kleinere Zellen der Arbeiterinnen. Also Männchen, Weibchen. Weil nach dem 21. Juni geht das neue Bienenjahr an. Das ist nicht so wie bei uns im Januar, am 1. Januar, sondern nach Sonnenwende.
ist das, wo sich das wechselt. Dann ist bei denen das Jahr vorbei quasi. Dann ist das Ne? Jahr vorbei und beginnt das Neue. Dann geht die Königin für 14 Tage mal von der Brut und erholt sich ein bisschen. Und dann werden die Winterbienen, die entstehen dann durch. Da ist auf der Seite ist nicht viel drinnen, aber auf der Seite für das fast voll. Gut. Oben runter schon verdeckelt. Das ist die verdeckelte Seite und unten haben sie auch ein bisschen was eingelagert. Genau, und das ist dann da oben, ist dann der Honig ist dann reif in dem Moment, Ja. wo der Deckel drauf ist. Hermann, was hältst du davon? Das werde ich nicht mehr rausschleudern, das lasse ich denen als Futter drin. Ja, man soll bloß nicht zu viel drin lassen, weil im Honig durch den Pollen ist auch sehr viel Ballaststoff. Und wenn die Bienen im Frühjahr lange nicht raus können, dann können sie es nicht abkoten, dann machen sie das im Stock. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Einerseits schon, andererseits ist meine Erfahrung ja, wir haben nicht mehr die kalten Winter. Im Februar hatten wir hier mal 18, 19 Grad warm, Okay, da können die raus. Da können die problemlos Ab raus. 12 Grad fliegen sie, sagt man. Das ist schön wieder hier auf der Seite. Man sieht es ein bisschen schlechter. Ah, man sieht es schon gut. Ja. So, da ist also sehr viel drauf. Die Bienen sind sehr ruhig. Wenn du die Wabe rausziehst, du merkst ja sofort auch am Gewicht, ne, was Ja, drin du ist. merkst schon Gewicht und der hat ungefähr jetzt Kilo. 800 Gramm bis ein Kilo ist ungefähr pro Gut. Wabe jetzt dann, ist da drin. Das da kann schon raus. Ist auch nicht schön, ne? Ist auch nicht, nee, klopf's doch bitte ab. Ja. So. Ja, schön bestiftet, wunderbar. Jetzt wäre das aber bolzig. Merkst du das? Das ist Königin. Ah, warte, ich hole einen Käfig, dann können wir sie gleich zeichnen. So, jetzt. Stopsel rein und eine Ruhe. Jetzt ist noch eine Biene drin Ja, mit. das macht nichts. So, jetzt. Schau. Jetzt muss man zuerst einmal, da muss man das ein bisschen zurückdrehen. Da. Schaffst du's? Ja, ich tue doch das ein bisschen zurück, dass man die Bienenkönigin nicht zuerst einmal quetschen. So, du kannst das am besten sagen, weil ich zitter so viel. Ich wär mittlerweile kein Imker mehr. Ich könnte das nicht mehr machen. So, jawohl. Ist schon gut. Und aufmachen, Gleich aufmachen. ja, dass die rumtanzen kann. Gut. Weil die muss ich zuerst nicht, kann sie das ein bisschen abrauchen. Hier haben wir die Königin jetzt schon markiert. Kann man schön erkennen. Dies Jahr ist ein rotes Jahr, 2023. Kann man immer nachschauen. Ich zeige es euch hier mal. Gibt es Webseiten. Tut man es einmal ganz vorsichtig, bloß einmal zum Beschnuppern, dass die einmal das riechen. Und in ein paar Minuten, wenn der Kleber fest ist, kann man sie freilassen. Ne? Ja. Jetzt lassen wir sie einmal ganz vorsichtig da hinten rein, weil da ist ja von der Wabe ist ja rausgekommen Und weg ist sie. und weg ist. Schau, Da läuft sie. da läuft's. Das gefällt ihr natürlich gar nicht, aber Nee, weil das da ist- gewöhnt sie sich schnell dran. Das jetzt, die wird schon wieder bemuttert, das ist wichtig. Schon wieder gefüttert. Und das ist A und O. Einer kann die schnüffeln nur noch, weil der Kleber riecht ein bisschen. Und das ist eine Fremdsache da, aber sonst ist das alles harmlos. Auf die Nase. Oh, Das vergibt. das tut weh. Machen wir zu. Kannst du schauen, ob da Stachel noch drin ist? Nasenspitze? Nein, Nichts nein, mehr. Okay. Nein. Tut der Mies war. Zeug nach vorne. Mitten auf die Nasenspitze. Mein Gott, das ist Nasenspitze, Ohrenbogen da. Ja. Nein, da kennst du einen Hosensorgen. Folie. Sie haben ja recht. Sie wollen einfach nicht gestört Ja, werden. so. Nein, der passt sowieso nicht gescheit, der Menge, oder? Doch, doch, passt schon. So. Ah, so geht das jetzt. Und damit das Feuer jetzt nicht weiter brennt bzw. verglüht alles, stecke ich immer so ein bisschen Laub oder irgendwas, Löwenzahn, irgendwas, was ich habe, stecke ich oben rein. Dann geht das Ganze mit der Zeit aus und ich kann es wiederverwenden. Ah, aua, 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 mitten auf den Zinken drauf. Aber ein bisschen kühlen, weil ich keine Eiswürfel habe, nehme ich mir einfach hier ein Bärlauchpesto, Glas aus der Tiefkühle. Oh. Ich hoffe, ich kriege nicht so eine dicke Nase.
Und sie haben ja recht, die Bienen, ne? Wir wollen nicht gestört werden. Sie denken ja auch, wir greifen sie an, nehmen ihnen den Honig weg und so weiter. Dabei haben wir ja nur durchgeschaut. Und ihr habt es vielleicht mitgekriegt, ich lasse ihnen ja immer viel Honig drin. Ich nehme ihnen nicht alles weg. Eieieiei. Oh. Und heute ist ja Sonntag. Was mache ich sonntags immer? Vor allem eure Kommentare lesen. Ihr wisst, ich lese ja alles. Und wenn Fragen sind, beantworte ich die auch. Also traut euch zu schreiben, traut euch Fragen zu stellen. Was ich beantworten kann, beantworte ich. Hallo lieber Florian, ich habe es spaßeshalber mal mit Supermarktknoblauch zum Pflanzen probiert und was soll ich sagen? Hat schlecht funktioniert. So macht man es halt nicht. Hätte ich mal auf deine Tipps gehört. Geht schon mit Supermarktknoblauch, aber ich kaufe einen Pflanzknoblauch, dann verwende ich immer wieder meinen eigenen und ab und zu mal wieder frischen Pflanzknoblauch. Gebt da ein bisschen Geld aus, kauft Pflanzknoblauch. Es funktioniert tatsächlich besser als der aus dem Supermarkt. Hier bei den Kommentaren geht es außerdem um das Video mit dem Knoblauch. Verlinke ich euch da oben in der Ecke. Schaut noch mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und da schreibt einer, wer regelmäßig Knoblauch isst, riecht sich irgendwann vielleicht selbst nicht mehr, die anderen allerdings schon. Ich hatte nämlich gesagt, ich esse viel Knoblauch, regelmäßig Knoblauch und stinkt deswegen nicht mehr so für die anderen. Der Zuschauer hier behauptet das Gegenteil. Die Zuschauer, die mich schon persönlich kennengelernt haben, die mit mir gesprochen haben, schreibt es doch mal in die Kommentare. Habt ihr als unangenehm empfunden, wie ich gerochen habe, oder ganz normal? Es ist ein paar Tage später, meine Nase ist zum Glück nicht angeschwollen und der Stich wieder ganz gut verheilt. Und jetzt schauen wir uns hier mal an, was aus dem Wachs geworden ist. Es ist natürlich hart geworden, normalerweise wird es ausreichen, so über Nacht abkühlen lassen. Und jetzt schauen wir uns das hier mal von unten an. Man kann außerdem schön erkennen, wie das Wachs hier auf dem Wasser schwimmt. Und so geht das Ganze dann in die zweite Runde. Hier wieder säubern, das heißt diesen Schmutz hier wegkratzen. Und dann wird so ein Block nochmals eingeschmolzen, damit die ganzen Schwebstoffe, die jetzt noch drin sind, wieder rauskommen, damit es ein schönes, sauberes Wachs ist. Ungefähr so wie diese Rolle hier, die wir schon zweimal eingeschmolzen hatten. Und hier nochmal der Unterschied, dieses gelbe Bienenwachs hier, daraus mache ich vor allem Kerzen. Und das hier, das ist Jungfernwachs, das haben die Bienchen hier frisch produziert. Daraus kann man dann Salben oder Cremes oder irgendwelche Kosmetika herstellen. Das ist völlig unbelastet. Was heißt belastet? Ja, in diesem Wachs hier können Rückstände drin sein von den organischen Säuren, die wir Imker verwenden gegen die Varroamilbe. Also zum Beispiel Ameisensäure, Oxalsäure oder Milchsäure. Und jetzt hauen wir die Scheiben mal auf die Waage. Wir haben etwas über 5 Kilo. Und die zweite Scheibe ist etwas dicker. Die hat etwas über 6. Und das hier, was aussieht wie Schmutz, das ist Propolis. Das sammeln die Bienen, zum Beispiel von Fichten, das Harz. Und sie verwenden es in ihrem Bau wie ein Kit, um damit zum Beispiel Ritzen zuzumachen. Außerdem wirkt es antibakteriell. Ich sammle das immer, dann kommt es in die Gefriertruhe und wenn ich genug beisammen habe, dann mache ich eine Tinktur draus. Falls ihr jetzt mehr wissen wollt über die Bienen und über die Bienenprodukte wie Honig oder Bienenwachs, wie man Kerzen gießt oder Kerzen zieht, dann sucht doch einfach mal bei YouTube nach Rigotti, Bienen und hier findet ihr dann alles Mögliche über meine Filme, die ich schon über die Bienen gemacht habe. Zum Beispiel hier ein Film über Bienen für Anfänger oder über diese Easy Bee Box, wie man Honig gewinnt, was man mit dem Wachs alles machen kann und so weiter. Generell ist es eine gute Idee, wenn ihr ganz einfach oben in der YouTube-Suche Rigotti und dann das Suchwort eingebt, zum Beispiel Rigotti Hühner, Rigotti Bienen, Rigotti Gewächshaus und so weiter. Da findet ihr meine ganzen Filme, es sind schließlich schon so, ich glaube über 760 Stück. Wenn euch dieser Film hier gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen rauf. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bleibt mir treu, Sonntag ist Rigotti-Tag. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Ciao.